Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir einen sehr leckeren, proteinreichen Kräuter Rustipani. Eine sehr leckere Kombination aus Dinkel, Vollkornmehl und Eiweiß, also Magerquark. Ohne Hefe, der Teig kann man super schnell zubereiten und auch sofort einsetzen, ohne Wartezeit und schmeckt wirklich so lecker. Probiert es unbedingt aus und lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Und ich würde heute gerne euch mal ein wenig über Eiweiß, Proteine erzählen, denn Eiweiß zählt neben den Kohlenhydraten und Fetten zu den 3 Makronährstoffen unserer Ernährung. Der auch Protein genannte Baustoff rückt aktuell im Rahmen der angesagtesten Fitnessernährung und der Low-Carb-Diät ganz besonders in den Fokus. Wie viel Eiweiß dein Körper täglich benötigt, über welche Lebensmittel du den Bedarf abdecken kannst und ob der Eiweißshake nach dem Sport wirklich nötig ist oder nicht, das alles erfährst du hier bei mir. Proteine dienen unserem Körper einerseits als Energielieferant, andererseits brauchen wir sie zum Körperaufbau. Das Muskelgewebe, das Blut, die Knochen, das Immunsystem, überall ist Eiweiß im Spiel. So sind außerdem manche Hormone und andere Botenstoffe, Proteinmoleküle. Kurz gesagt, zum Überleben brauchen wir eine gewisse Menge an Proteinen in unserer Ernährung, die sich auch nicht durch mehr Kohlenhydrate oder Fette austauschen lässt. Eiweiß ist aus Aminosäuren aufgebaut. In den meisten Nahrungseiweißen kommen 20 für uns Menschen relevante Aminosäuren vor. Davon können 8 nicht vom Körper selbst gebildet werden. Sie gelten demnach als essentiell, also lebensnotwendig und müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Zur Bildung der übrigen 20 Aminosäuren ist der Körper unter Voraussetzung einer ausreichenden Versorgung selber in der Lage herzustellen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten normalgewichtigen Personen täglich 0,8 Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Also heißt, wenn du zum Beispiel 60 Kilo wiegst, solltest du dann etwa 48 Gramm Protein täglich zu dir nehmen. Beispielsweise 100 Gramm Harze Käse haben etwa 30 Gramm Eiweiß. Im Gegensatz zu Kohlenhydrate und Fette haben Proteine eine hohe Thermogenese. Das heißt, etwa 20% ihres Energiegehalts setzt unser Körper in Wärme um und nicht in Fett. Das hebt gleichzeitig auch unseren Grundumsatz. Also um die höhere Temperatur zu halten, brauchen wir mehr Energie, die nicht als Fett gespeichert wird. Und des Weiteren, der Blutzucker bleibt gleichmäßiger. Also wenn wir zum Beispiel eine Schokoriegel oder Weißbrot essen, hat unser Körper viele Kohlenhydrate zur Verfügung. Daraus Blutzucker steigt sehr schnell und stark und fällt der Blutzucker wieder ab, bekommen wir Hunger. Und zwar besonders auf schnelle Blutzuckerlieferanten wie Zucker zum Beispiel. Proteine haben einen niedrigen glykämischen Index. Das heißt, der Blutzucker steigt nicht so schnell und nicht so hoch wie nach einem Kohlenhydratsnack. Das Resultat also, das Hungergefühl danach ist auch nicht so stark. Des Weiteren, wenn Proteine in unseren Magen ankommen, beginnt der Körper mit der Abbau. Erst zu Peptiden, dann zu Aminosäuren. Diese Abbauprodukte gelangen aus dem Magen in den Dünndarm und signalisieren den Körper dort, Hormone zu produzieren. Dazu gehören unter anderem Peptid und das Glucagon-like Peptide. Also sie schicken dem Gehirn das Signal, satt
die Menge an Leptin nimmt zu und der Hunger, also dieser Hungerhormon, nimmt dann ab. Gleichzeitig wirken die Hormone auch direkt im Magen und sorgen dafür, dass die verdaute Nahrung den Magen langsamer verlässt und der Magen bleibt länger voll. Auch das erhöht unser Sättigungsgefühl und hindert uns daran, schnell wieder etwas zu essen. Und Proteine haben auch einen Einfluss auf unser Belohnungssystem im Gehirn. Also heißt eigentlich, mag unser Gehirn es, wenn wir essen. Wenn die Nahrung lecker ist, freut es sich über die Belohnung und möchte mehr. Aber beim hohen Proteingehalt in der Nahrung wird dieses Belohnungssystem ausgebremst. Essen wird nicht mehr als der ultimative Kick wahrgenommen und die Lust weiter zu essen ist weniger stark. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wenn ihr eine Frage habt, lasst einen Kommentar da. Ich werde euch so schnell wie möglich beantworten. Ja, bleibt gesund, achtet auf euch. Bis demnächst. Adios.